Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich habe Anfang Juni diesen Kurs, dieses Workshop gemacht, Energieautarkie und Photovoltaik sowie Blackout-Vorbereitung in Theorie und Praxis. In diesem Video seht ihr Streiflichter durch diesen Ganztageskurs hinsichtlich Photovoltaik, Energieautarkie, Blackout-Vorbereitung und hinsichtlich den praktischen Arbeiten dazu. Wie baue ich ein MC4-Kabel, wie grimpe ich, wie stelle ich ein Photovoltaik-Balkonkraftwerk zusammen, wie funktioniert eine Inselanlage, wie kann ich die in Betrieb nehmen und genauso eine Mini-Netzparallelanlage vom System Anker, die ebenfalls über eine Blackout-Lösung verfügt. Nach diesem praktischen Teil haben wir auch Victron-Anlagen, einphasige Speichernachrüstsets als auch dreiphasige Victron-Anlagen besprochen, die Grobplanung durchgemacht. Ja, das Ziel dieses Seminars ist, dass du dich in den Bereichen Energieautarkie, erneuerbare Energie und Blackout-Vorbereitung auskennst. Du weißt, welche Komponenten hinsichtlich der Photovoltaik für dich Sinn machen. Du weißt, wo du diese Komponenten beziehen kannst und du kannst deine Anlage, deine einfache Anlage selber in Betrieb nehmen. Und du weißt auch, wozu du eventuell einen konzessionierten Elektroinstallationsunternehmen brauchst und welche Bereiche du aber selber machen kannst. Ich habe unten Timestamps eingefügt, sodass du zwischen die einzelnen Inhalte dieses Workshops hin und her springen kannst. Alles Gute und viel Freude! Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Workshop. Wir gestalten das so, wie es für euch ideal ist heute. Und wir filmen auch punktuell mit. Nicht alles, aber punktuell so wichtige Sachen filmen wir mit. Ich darf jetzt kurz beginnen mit ein bisschen einer Theorie. Ja? Aber ich weiß, ihr habt meinen Vortrag ja alle gesehen. Das heißt, ich kann auf den Vortrag einfach aufsetzen. Und die grundlegende Idee ist die, dass wir zuerst ein bisschen Theorie machen und dann ein bisschen Praxis. Also, wie ist das mit Strom, wie ist das mit Spannung, wie ist das mit Energie, wie ist das mit Leistung? Was brauche ich für Werkzeuge für eine Photovoltaikmontage? Was ist die Mindestausstattung dafür? Und dann würde ich vorschlagen, nehmen wir ein Balkonkraftwerk in Betrieb und dann eine Inselanlage. Ja? Wir nehmen das echt in Betrieb. Ich habe die Datenblätter für euch ausgedruckt und mit, sodass wir ganz konkret anhand der Datenblätter diese Anlagen dimensionieren können, zusammenschließen können und wir werden auch das Grimpen üben. Ja? Das Grimpen, das ist etwas, das muss man können, wenn du eine Photovoltaikanlage selber bauen möchtest. Habt ihr schon einmal gegrimpt? Nichts. Ne? Wunderbar, dann können wir heute gemeinsam ein paar Kabeln üben. Es ist nichts Tragisches, es ist keine Wissenschaft, aber wenn du das nicht kannst, stehst du da. Ja, und nachdem wir das in Betrieb genommen haben und das alles gut läuft, würde ich ganz gern dann individuell eingehen auf das, was für euch interessant ist. Was noch interessant ist, ich habe auch eine Netzparallelanlage mit. Eine kleine Netzparallelanlage, wie wir beide am Telefon telefoniert haben, wäre das vielleicht ein Konzept für dich. Das packen wir aus, das zeige ich euch, aber das würde ich nicht jetzt aktiv in Betrieb nehmen, weil dazu haben wir einfach zu wenig Zeit. Aber wenn wir im Vorfeld die anderen Systeme bereits zusammengestellt, gebaut, in Betrieb genommen haben, dann versteht sie das auch. Und diese drei Anlagen, das wäre dann nach dem heutigen Tag, dass ihr das selber bestellen könnt, selber in Betrieb nehmen könnt und danach würde ich aber individuell eingehen auf das, was ihr konkret vorhabt. Dass wir so ein Grobkonzept machen von deinem Projekt, eventuell von deinem Projekt und von deinem Projekt. Ja? Dass wir das gemeinsam konzipieren und ja, so stelle ich mir das vor. Passt das so für euch? Sehr gut. Cool.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're gentle and wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh,
wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. Ja, das war ein Streiflicht durch mein Seminar Energieautarkie und Photovoltaik. Wenn du daran Interesse hast, melde dich bei mir. Unten ist meine E-Mail-Adresse auch eingeblendet. Ich gebe dir die Termine bekannt. Im Großen und Ganzen plane ich einmal im Monat ein Seminar für eine kleine Gruppe von 5 bis 10 Personen stattfinden zu lassen. Ja, werde aktiv, handle. Photovoltaiklösungen sind sehr sinnvoll für Blackout-Vorbereitung als auch um den Zukauf von Elektrizität zu verringern. Also du hast dadurch die Möglichkeit, dich etwas unabhängiger zu machen. Alles Gute und viel Erfolg. Und ich freue mich auf dein Feedback zu diesem Kurzvideo.